Manchmal gibt es einfach Dinge, die müssen verschwinden. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei Gotoz TV. Mein Name ist Sebastian und ihr habt es euch so gewünscht. Garten, 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 Garten. Und deswegen geht es heute um Akkuhäcksler. Nicht normale Häcksler, sondern wirklich Akkuhäcksler. Ihr seht hier also, hier Akku, dort Akku, zweimal 36 Volt. Hier einmal Bosch Grün und einmal Einhell. Ich muss sagen, finde ich eine echt coole Sache, weil ganz ehrlich, wenn du da im Garten bist, irgendwo in der Ecke, da noch ein Kabel hinziehen, das willst du doch nicht. Also testen wir heute Akkuhäcksler. Lass uns mal über Zahlen, Daten, Fakten sprechen. Welche Geräte haben wir eigentlich? Wir haben von Bosch den Universal Schredder 2x18V-25. Von Einhell haben wir den Redaxo 36-25. Okay, welchen Preis haben wir? Bosch 340 €, Einhell 180 €, beides mal ohne Akku. Und weil ich es vorhin vielleicht missverständlich ausgedrückt habe, wir haben hier ein Gerät mit zwei 18 Volt Akkus, nur mit einem läuft es nicht. Also wenn du eins drin hast, gar kein Thema, funktioniert gar nicht, ist bei dem hier übrigens auch so, hatte ich ja vorhin schon gezeigt. Hier 2x18 Volt. Interessant finde ich an der Stelle übrigens auch, wir haben hier einen Schutz drumherum, das heißt, hier fliegt nicht so schnell was hin. Wenn jetzt zum Beispiel auch mal so leichter Niesel oder Regen ist, dann würde es hier noch ein bisschen geschützt sein. Wir haben hier natürlich keine Gummi- und keine richtige Regenschutz oder auch vor Strahldruck schon mal gar nicht. Das heißt also, passt genau auf, wo ihr diese Geräte benutzt. Hier haben wir nichts. Ja? Also hier wird im Zweifel, kommt da doch schon eher auch mal Wasser ran. Aber ihr seht hier, wir haben hier einen großen Preisunterschied von 180 zu 340 €. Und es würde mich super interessieren, was sagt ihr? Welcher ist besser? Schreibt es mal unten in die Kommentare am Ende des Videos, denn für mich gibt es einen klaren Gewinner, aber das sehen wir nachher, was meine Meinung ist. Wir haben hier verschiedene Geschwindigkeiten. Wir haben hier einmal 3000 Umdrehungen, hier 2400. Aus unserer Erfahrung schneiden sie gleich schnell, sei es drum. Was man aber ganz klar sieht, ist Folgendes, und zwar das Thema Fangsack. Wir haben hier einen deutlich größeren Fangsack. Ich mache den jetzt auch mal ab. Der wird an der Seite befestigt. Ja. Wir haben hier einen relativ großen Fangsack. Ja, wenn wir uns den hier so mal anschauen, der fällt natürlich jetzt gleich um. Und der hier ist schon mal einiges kleiner, sodass wir deutlich weniger hier auffangen können. Ja. Also hier haben wir, glaube ich, 55, haben wir so um die 30 Liter. Lasst uns doch auch mal schauen, was häckseln wir denn hier eigentlich? Also was wir halt da so reintun, aber wie groß ist das Häckselergebnis? Nur jetzt von dem, was wir gerade gesehen haben, hier war es einfach nur ein Stamm, relativ so kleine Stückchen. Hier haben wir unseren Ast. Bei unserem Ast sieht das so aus, alles was grün ist, ist ziemlich klein und die Häckselstücke sind eigentlich auch ziemlich klein. Wir haben ja hier ein Messer, so eine Messerwelle drin und die gucken wir uns auch gleich mal an. Na, am besten jetzt. Wir haben jetzt hier eigentlich ein relativ gefährliches Gerät, eigentlich, weil wir haben hier ein großes Messer, was rotiert, möchte man auf keinen Fall gegenkommen, sind einige Sicherheitsmechanismen dabei. Zum Beispiel Nummer 1, wenn du hier das hier aufschraubst, das nur aufgeschraubt hast, ja, dann kannst du hier nicht mehr auf An- und Ausdrücken, funktioniert nicht. Wenn du es jetzt hier hochnimmst und hast du jetzt hier den Akku sogar abgenommen, Akku weg, das heißt, hier kann sich gar nichts mehr drehen, ja, gar keine Chance. Und jetzt kommst du hier ans Messer und das siehst du genau hier. Hier haben wir ein Messer drin und ihr seht jetzt hier auch, wir haben hier wirklich eine Messerwelle, beidseitig, die schneidet, die sich entsprechend hier so rumdreht und wir haben hier ein Messer, macht das übrigens bitte nicht nach, ja. Wir haben hier 2 Messer und wir haben hier 3 Messer, ja, hier an der Stelle. Das haben wir bei Bosch auch. Was wir uns sehen ist, hier haben wir die 2 Kontakte, damit wird der Akku nach unten dann drauf kontaktiert und dann geht es auch schon los. Hier bei Bosch schauen wir auch mal, hier können wir das hier aufdrehen, zack, 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 zack. Ist es dasselbe, auch dann hier, ja, geht dann nicht mehr. Und, wie war denn das hier? So, das hier klappen wir hin und auch weg. Wichtig, hier ist kein Akku drin, ja? Sondern hier bleibt es dran. Hier seht ihr jetzt Folgendes, auch hier seht ihr jetzt hier die Messerwelle mit allem drum und dran, beziehungsweise die Messer. Und ihr seht hier, das dreht sich hier und hier wird das Material reingetan. Um es zu reinigen, hast du hier eigentlich gute Möglichkeiten, kommst hier eigentlich überall ran, kannst das hier so rausnehmen. Hier bei Einhell haben wir gemerkt, es ist etwas schwerer sauber zu machen. Du siehst übrigens hier auch, die Öffnung ist hier ein bisschen kleiner als hier bei Bosch. Da hast du eine deutlich größere
Öffnung. Wir müssen über das Thema Motor sprechen, denn wir haben hier bei dem hier einen Brushless Motor, bei dem haben wir keinen Brushless Motor. Zumindest haben wir jetzt keine Information gefunden, dass der Brushless wäre. Und wir merken auch einen riesigen Unterschied, nämlich in der Lautstärke im Leerlauf. Hier bei dem hier hören wir Folgendes. So, wir sehen jetzt hier, wir sind hier zwischen, naja, 67, 68 Dezibel. Wenn ich selbst rede, könnt ihr mich noch halbwegs verstehen. Das geht. Und wieder aus. Also es ist noch so, wo ich sage, okay. Ja, aber es ist ein gutes Geräusch. Nicht so extrem, wie wir es jetzt gleich hier haben. Ich habe gerade gesehen, wir sind hier bei 82 Dezibel und das ist schon heftig. Wenn man sich überlegt, vorher von rund 70 zu über 80, wenn man bedenkt, dass 10 Dezibel mehr eine Verdopplung der Lautstärke ist, ist das schon ein riesiger Unterschied. Und man muss auch wirklich sagen, das hier hört sich wesentlich angenehmer an. Jetzt machen wir Folgendes, wir jagen hier einfach mal einen Ast durch und dann gucken wir mal, wie laut sind sie denn dann. Das mochte er nicht. Ihr habt gerade gesehen, ich habe mal einen Maximaltest gemacht. Ich habe hier wirklich einen Ast durchgeschoben, der rund 25 mm hatte und da hat er zwischendurch aufgegeben. Ja, es ist so, dass er dann gesagt hat, oh nee, ist über das Schutz gegangen, aus, nochmal runterdrehen lassen, nochmal an, hat den auch durchgezogen. Jetzt machen wir bei Bosch jetzt mal den Maximaltest. Hier haben wir 25, hier haben wir schon deutlich an die 30 mm. Schafft er es oder schafft er es nicht? Also wir sehen, das hat deutlich besser funktioniert. Er hat hier auch bei 30 mm gesagt, mir doch egal, ich ziehe das hier durch. Also das Ding hat wirklich Kraft ohne Ende. Aber jetzt die Frage, wie lang halten Sie mit einer Akkuladung? Also, wie ist das Ergebnis? Und es hat nicht gewonnen, Dewald, weil wir haben kein Dewald da. Gibt es das auch von Dewald? Muss ich mal prüfen. Aber jetzt bleiben wir erstmal dabei. Wir haben Folgendes. Wir haben hier 17 Minuten gemacht, hier haben wir 27 Minuten sogar gearbeitet. Aber vom Arbeitsergebnis am Ende war es dann doch dasselbe. 2,5 Kübel waren voll und haben wir ordentlich durchgeschreddert. Man muss aber sagen, hier bei Bosch haben wir 2 4 Ampere-Stunden Power Plus Akkus genommen, wohingegen wir hier 2 5,2 Stunden Akkus genommen haben. Es wird übrigens auch empfohlen 5,2 oder mehr. Unser Test hat gezeigt, ja, es ging auch mit weniger, also mit kleineren Akkus, aber sei es drum, so steht es jedenfalls da. Ich möchte euch übrigens das hier nochmal wärmstens ans Herz legen. Irgendwo müssen die Äste ja auch herkommen. Ja? Und wir haben vor kurzem hier Astscheren getestet. Und da war es ja so, dass der hier richtig gut abgeschnitten hat, zusammen mit dem Bosch. Bei Bosch ist sogar 12 Volt. Und hier seht ihr, wie schnell die schneiden. Und die schneiden auch ohne Probleme mal 3-4 cm große Äste ab. Coole Sache. Also verlinken wir dir auch mal unten in der Videobeschreibung und das Video hier oben. So, kommen wir nochmal zu den Geräten. Hier ist es so, dass jetzt du dich natürlich entscheiden musst, welches Gerät ist es denn jetzt? Ja? Und dann möchte ich nochmal Folgendes zeigen. Wir haben hier bei dem Gerät diesen, sag mal, Nachstopfer, nenne ich ihn mal, hier einfach mit am Gerät. Der ist hier einfach so mit dran. Den nimmst du, ja, tust hier rein, wenn du mal was nachstopfen musst und dann geht das auch. Bei Bosch ist es ein bisschen anders. Hier haben wir das Teil und damit kannst du auch hier arbeiten. Ich finde, das hier fehlt. Es müsste breiter sein. Es wäre echt cool, wenn das hier breiter wäre und man hier breiter reinarbeiten könnte, aber ist nicht da. Wo hältst du den jetzt? Machst du vielleicht hier so zur Seite? Ja, ist okay. Ja, dann liegt er halt da. Muss man nur wissen, hier hätte ich mir echt sowas hier an der Seite gewünscht. Was man auch sagen muss, bei Einhell hast du hier so eine kleine Öffnung. Da ist relativ
klein, tust das hier rein, wird immer hier zu der Seite gezogen, wird hier durchgezogen. Hier bei Bosch hast du eine deutlich größere Öffnung, hast hier verschiedene Orte, wo du es reintun kannst, wird schön reingezogen, finde ich ein bisschen angenehmer. Wenn du auch mich persönlich fragst, was wäre denn jetzt mein Gerät, was mir lieber ist, das sind so ein paar Kleinigkeiten, die mir bei Bosch einfach besser gefallen. Zum einen ist es übrigens hier hinten auch der Knopf. Ja? Ich habe hier so einen relativ kleinen Knopf hier, ja, an dem ich das ausschalte und so Not aus oder so. Geht das eigentlich? Ja, also so einfach raufhauen, im Zweifel wird es funktionieren oder vielleicht auch mal nicht, weiß ich nicht. Aber ich finde den Knopf, den wir hier haben, deutlich angenehmer. Ja? Wir haben hier einen schönen großen Knopf. Ja? Das finde ich einfach, irgendwie ist das bessere System. Von den beiden jetzt hier auf jeden Fall. Ich persönlich würde auf jeden Fall das Gerät von Bosch nehmen, auch wenn es den Nachteil hat von dem hier, auch wenn es einen kleineren Auffangbehälter hat, aber alles andere finde ich hier irgendwie cooler. Wir haben hier einfach einen deutlich stärkeren Motor, eine höhere Nutzbarkeit aus meiner Sicht, aber ganz ehrlich, wenn du im Einhell-Akkusystem bist, hast du hier auf jeden Fall trotzdem ein Gerät, mit dem du richtig Spaß haben willst. Und man muss schon wirklich sagen, dass ich jetzt an der Stelle echt Lust habe, hier noch einen halben Wald durchzuschieben. Mal gucken. Ihr schreibt mal in die Kommentare, welches Gerät ihr besser findet und solange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.